Hallo zusammen, heute schließe ich nahtlos an das letzte Video an. Da habe ich euch gezeigt, wie man diesen Hintergrund gestaltet. Und heute möchte ich eine Collage darauf arbeiten. Und ich habe mir mit meinem Drucker, der kann nur A4, ein Bild vergrößert und das in 2 Teilen ausgedruckt. Und das werde ich jetzt ausschneiden, also das Porträt ausschneiden und dann aufkleben. Wenn ihr auf das i klickt, dann bekommt ihr das Video zum Hintergrund. Ja, also ich schneide das jetzt aus und dann nehme ich einen Acrylbinder, einen matten Acrylbinder. Damit klebe ich dann die beiden Teile möglichst nahtlos auf. Ich finde diese Möglichkeit, etwas zu kopieren, ein Porträt zu kopieren und aufzukleben, einfach. Man könnte natürlich auch das Porträt aufzeichnen oder wer mag auch mit einem Kopierpapier durchpausen. Das sind alles Möglichkeiten. Hier hat man die Grauwerte praktisch schon vorgegeben und kann sich an diesen orientieren. Und wer mag, kann auch einzelne Grauwerte stehen lassen und so in das Bild integrieren. Also die Möglichkeiten sind vielfältig. So, das ist jetzt fertig und das muss komplett trocknen, bevor es weitergehen kann. Genau wie im Hintergrund habe ich jetzt auch 2 Farben ausgewählt, ein Sienna gebrannt und ein Türkis. Und diese mische ich zu unterschiedlichen Tönen. Ich nehme auch nachher noch etwas Weiß dazu, um die Helligkeiten zu erreichen. Und zunächst einmal orientiere ich mich an den dunkelsten Stellen und mische mir einen sehr dunklen Ton und den trage ich dort auf. Nun mische ich mir gleichzeitig auch schon etwas hellere Töne und ich versuche die so ein bisschen an die Tonwerte, die die Kopie hat, anzugleichen. Muss aber nicht komplett identisch sein. Man kann auch freier arbeiten. Ihr könnt mir dabei zusehen und das Schöne bei den Acrylfarben ist es, dass man zum Schluss auch nochmal alles ansehen und überarbeiten kann. Da wo die Töne zu hell sind, kann man sie dunkler machen und wo sie zu dunkel sind, wieder heller machen. Wenn das Bild jetzt schon etwas übermalt ist, wird es natürlich schwierig, sich an die Fotokopie darunter zu erinnern und deswegen habe ich mein Bild noch einmal in klein und das lege ich mir jetzt dazu und dann kann ich immer schauen, wie hell, wie dunkel muss die Farbe da sein. Am besten denkt ihr gar nicht darüber nach, dass ihr jetzt ein Gesicht malt. Es ist sogar noch schwieriger, wenn ihr die Person kennt, die ihr malt. Es gibt einen Trick. Ihr könntet das Bild auch einfach drehen auf den Kopf und einfach die hellen und dunklen Stellen von eurer Fotokopie übertragen. Dann wird es manchmal sogar noch besser. Ganz langsam taste ich mich an die hellsten Stellen und an die dunkelsten Stellen heran.
Beim Trocknen wird die Farbe ja immer wieder etwas durchsichtiger und etwas dunkler, sodass ich dann manchmal auch wieder mit einer etwas helleren Farbe nochmal nachlegen muss. Nun möchte ich noch das Hemd gestalten. Ja, da links ist noch ein Streifen frei, also meine Kopie war nicht groß genug. Und ich bin so frei und mache einfach auf der einen Seite einen dunklen Streifen und rechts dann diese Farbe des Hemdes. Die mische ich mir dann aus verschiedenen Graustufen mit Paints Grau und Weiß. Die Falten sind ja schon vorgegeben und ich höhe einfach nur diese weißen Stellen, die hellsten Stellen etwas und passe damit auch das Hemd etwas an die Ausarbeitung des Gesichts an. Den Hintergrund lasse ich in etwa so. Ich schaue nur, ob an den Grenzen zwischen Person und Hintergrund genug Tonwertunterschied ist. Also kann ich diese Grenze gut unterscheiden. Wenn nicht, werde ich dann einfach im Hintergrund entweder etwas heller oder etwas dunkler werden. Ja, ich bin schon fertig und das ging schnell, weil es alles im Zeitraffer gezeigt wurde. Ich hoffe, ihr habt wieder neue Ideen schöpfen können und traut euch einfach, mit etwas Geduld schafft ihr das auch. Viel Spaß dabei!